Hallo ihr lieben Schützen, wir schauen in euer Jahr. Ich mache es diesmal ein bisschen anders da. Wir schauen Monat für Monat, was euch da erwarten kann. Denkt daran, das ist ein kollektives Reading. Ich lasse die Karten nur springen, Monat für Monat. Das kann einen Moment dauern, also habt ein bisschen Geduld. Für mich ist es aber immer sehr wichtig, weil das Mischen und das Springen lassen der Karten gehört einfach zum Kartenlegen dazu. Ich muss es in 2 Reihen machen. Eigentlich wollte ich einen Kreis legen. Das geht nicht. Der Platz ist zu klein. Aber wir kriegen das noch hin. Jawohl. Manchmal mische ich ja auch ewig, aber es scheint hier ganz gut zu flutschen. Ich lasse die Karten mal noch verdreht liegen, damit wir nicht gleich irgendetwas voraus orakeln, aus dem Zusammenhang gerissen. So, dann nehmen wir die untere Karte. Da habt ihr die Gelassenheit als Thema für das Jahr. Es kann ein Jahr sein, wo ihr tatsächlich einfach nicht so viele Herausforderungen habt oder wo ihr einfach Gelassenheit übt oder anwenden könnt oder an sich auch gelassener seid. Mal gucken, ob die alle reichen. Da ist mir jetzt ein ganzer Pulk rausgefallen. 2 brauchen wir noch. Wunderbar. Dann gucken wir auch hier unter das Deck und da haben wir sehr viel Aufklärung für euch. Ihr könnt bei Dingen, wo ihr bisher keine Klarheit hattet, durchatmen. Weil wir die Gelassenheit haben, sind ja auch Dinge, die geklärt sind oder geklärt werden, mit denen ihr dann einfach gut umgehen könnt oder die ihr einfach gut so stehen lassen könnt. Noch ein Engel, eine Blume, dann legen wir los, Monat für Monat. Oben habt ihr das erste halbe Jahr und unten das zweite halbe Jahr. Ich würde mich natürlich über ein Like sehr freuen, denn es ist immer sehr viel Arbeit und ich deaktiviere ja die Kommentare, aber es wäre sehr lieb, wenn ihr euch da auch erkenntlich zeigt. Ne? Okay, liebe Schützen, 1. Monat, neues Jahr, haben wir bei euch das geistige Wachstum drin. Also hier sind Prozesse, die sich hier auf den Weg machen, wo ihr sehr viel Erfahrungen macht, wo der Horizont erweitert ist, wo ihr aus Erfahrungen auch schöpfen könnt, wo ihr vielleicht auch als Thema Gelassenheit habt. Ne? Das ist auch eine geistige Erfahrung. Viele Leute nehmen vieles sehr ernst und da ist Gelassenheit oder Ruhe, anstatt ständige Anspannung und Nervosität und Kontrolle eben eine geistige Erfahrung. Und im Januar haben wir für euch die Wege. Das kann ja sehr gut sein, dass das ein Monat wird, wo ihr neue Chancen nutzen könnt, wo ihr aus euren Erfahrungen schöpft, um diese Entscheidungen zu treffen, welchen Weg man gehen will, wo an sich Entscheidungsfragen anstehen oder wo sich auch neue Möglichkeiten auf den Weg machen. Denkt dann dran, eure Erfahrungen aus der Vergangenheit einzusetzen. Jetzt guckt euch das mal an. Für den Februar haben wir euch selber und die Selbstliebe. Ein ewiger Prozess, auch der kann zu geistigen
Wachstum dazugehören, sich selbst zu akzeptieren, in die empfangende Haltung zu gehen, mit sich selber gut zu sein, sich im Spiegel angucken können und zu denken, ich bin okay, sich etwas gönnen, sich um sich selbst kümmern, kann im Februar hier ein Thema werden. Dann haben wir den März, da haben wir das Thema Konzentration und wir haben den Schlüssel. Es ist hier so, dass ihr wahrscheinlich sehr darauf ausgerichtet seid, euch neue Türen zu öffnen. Hier zeigen sich auch irgendwo Erfolge. Ihr sollt euch konzentrieren, fokussieren auf die Dinge. Also nicht verzetteln oder alles Mögliche anfangen, sondern fokussiert sein auf die Themen, die euch wichtig sind. Dann könnt ihr euch tatsächlich neue Türen öffnen und euch auch so ein bisschen safe fühlen mit den Dingen, so wie sie sind. Wir gucken in den April. Ja, sehr speziell. Möglicherweise gehört hier zur Gelassenheit und zum geistigen Wachstum, auf das bauen die Karten hier ja auch auf, ein Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, zwischen Empfangen und Investieren und zwischen Yin und Yang. Wir haben den Mann, die Dame sehr nah beieinander. Ich glaube, dass man hier auch ein bisschen, ich sage mal, tatsächlich mehr in die empfangende Haltung gehen muss, statt nur immer reinzubuttern in irgendwas. Möglicherweise habt ihr hier auch irgendwie partnerschaftliche Dinge, die ihr loslassen könnt oder dürft. Ihr seht auf der Karte hier einen Krug mit Wasser. Der wird hier festgehalten mit beiden Händen und der ist schwer und alles ist anstrengend und das Wasser läuft raus und am Ende stehst du mit leeren Händen da und bist ausgebrannt und erschöpft. Genau dieses Ding, was sinnloses Festhalten so mit sich bringt. Kann hier im partnerschaftlichen Bereich etwas sein oder auch da, wo du sehr viel investierst. Wir haben den Mai und da zeigt sich für euch Erzengel Michael, der euch auch hier nochmal hilft, einen Kampf niederzulegen, einen Kampf aufzuhören und in die Harmonie zu kommen, Dinge abzutrennen, die noch so Ausläufer hier mitbringen oder die euch nicht mehr gut tun oder die ständig irgendwo Unfrieden mitbringen. Es können sich hier Familienthemen auch zeigen. Ihr seid hier unterstützt von dem Erzengel, ne? Ihr könnt hier für euch selber die Dinge so gestalten, wie ihr sie braucht, wie ihr euch damit wohlfühlt und tatsächlich diese alten Energien, die immer wieder für Stress oder auch für Unklarheit sorgen oder wo ihr einfach schon lange spürt, das möchte ich so nicht mehr, das bringt mir keinen inneren Frieden, das hier weglassen. Ihr kriegt es auch aufgezeigt, wo das ist. Dann haben wir den Juni. Ja, im Juni geht es aus dem Mangel in die Segnungen rein. Irgendetwas Schwieriges nagt sich weg. Vielleicht ist es auch so, dass ihr im Juni aufgezeigt kriegt, weil etwas nicht funktioniert hat, war es im Nachhinein einen Segen. Ihr habt vielleicht auch lange das Gefühl gehabt, dass sich hier etwas nicht in eure Richtung bewegt, dass sich etwas verneint, dass immer wieder etwas an euch nagt. Oder dass auch Türen zugehen, wo ihr sie nicht wollt. Aber hier sieht man tatsächlich eine Segnung in diesem Bereich, wo Mangel war. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Okay, gucken wir in die zweite Jahreshälfte. Da haben wir hier unten den Juli. Und im Juli kann sein, dass sich die Energien so ein bisschen zögerlich gestalten, dass es Blockaden gibt, dass ihr an Hindernisse stößt. Und die Karten sagen hier, achte speziell auf Zeichen. Hier werden dir Sachen geschickt, vor die Füße geworfen. Manche Leute wollen immer wieder ein Zeichen und erkennen es dann nicht. Erfordert also auch Achtsamkeit, diese Zeichen zu erkennen. Kann ja auch ein Hinweis sein, dass ihr euch nicht so vollstopft mit anderen Dingen, dass ihr die Verbindung verliert oder dass ihr euch selber im Weg steht, ne?
Ein Zeichen kann von überall herkommen, ne? Dir begegnet ein Tier, dir geht irgendwo ein Licht auf, du hörst eine bestimmte Stelle in einem Lied, du liest einen Text, jemand sagt irgendwas, du findest eine Feder, all dieses. Aber achtsam sein ist halt in dem Monat wichtig und auch nicht so stur, sich allem in den Weg zu stellen. So, dann haben wir hier den August. Da habt ihr vielleicht das Gefühl, dass ihr euch zurückziehen müsst, dass euch alles zu viel wird, dass ihr Antworten im Inneren sucht, statt nur unterwegs zu sein. Der ein oder andere macht vielleicht auch eine Reise. Man ist hier konfrontiert mit seinen Hoffnungen, Träumen und Wünschen, mit seinen Emotionen. Hier wird auch gesagt, ne, das ist so ein Nähe- und Distanzthema. Finde so ein Gleichgewicht bei deinen Aktivitäten. Ne? Also Rückzug und unterwegs sein kann hier ein Gegensatz darstellen, wo du für dich ein Gleichgewicht finden darfst. September. Im September habe ich das Thema Vertrauen für dich. Hier sieht man auch den Rückzug. Ne? Möglicherweise geht es hier um deine Unabhängigkeit, um deine Selbstständigkeit. Irgendwo hast du vielleicht auch das Gefühl, alleine zu sein, vieles alleine zu stemmen. Möglicherweise kannst du dir ja auch Unterstützung holen von Ämtern oder Behörden. Oder wenn du da etwas hast, dass du da im Vertrauen bleibst. Du könntest auch so nennen, Unabhängigkeit ist deine Stärke irgendwie. Vertrauen zu üben, im Vertrauen zu bleiben. Hier hast du auch noch Rückzugstendenzen, die aus dem August mitkommen. Auf jeden Fall dabei. Vielleicht entscheidest du dich hier auch aus Situationen rauszugehen, die dir nicht mehr gut tun. Wir gucken in den September für die lieben Schützen. Da haben wir sie wieder, deine eigene Größe, die Aussöhnung mit der Vergangenheit, Vertrauen auch. Möglicherweise begegnest du hier jemanden, der dir gute Impulse gibt, die Dinge harmonisch zu gestalten. An sich glaube ich, dass es für dich ein Monat wird, wo Harmonie einfach wichtig ist und du spürst, dass du im Vertrauen richtig drin bist, dass du den Mut hast, deine Dinge anzugehen. Für einige kann es auch sein, dass sie hier Trennungen überwunden haben oder dass sie tatsächlich einen neuen Menschen begegnen, der sie sehr inspiriert. So, dann gucken wir in den November. Ja, guckt euch das mal an. Hier kann ein Mensch kommen oder eine partnerschaftliche Situation sich von der Trennung in die Nähe beamen und dann habt ihr hier die neue Liebe, Amors Pfeil und zugleich auch eure eigenen Zweifel. Ne? Die neue Liebe kann tatsächlich einen neuen Menschen mitbringen. Die neue Liebe kann eine bestehende Partnerschaft wieder erfrischen. Man kann auch die Liebe zu den Dingen wieder entdecken, die um einen sind, die Dinge wieder mit Liebe machen. Für mich ist es eher so, dass ihr vielleicht überlegt, ob ihr für die Liebe bereit seid, wo man mehr Ehrlichkeit braucht oder wo sich etwas falsch anfühlt auch. Und das geht hier sehr viel um die Herzöffnung tatsächlich auch mit. Wie weit seid ihr bereit, ne, ganz hinzugeben, wieder verletzbar zu sein? Denkt an das Thema Gelassenheit. Last but not least haben wir hier im Dezember die Unterstützung bei Konflikten. Ihr dürft euch gesaved fühlen. Ne? Wir haben hier das Universum, die Menschen, die einen umgeben. Von überall kommt hier die helfende Hand für dich. Wir haben tatsächlich, dass du dich für irgendetwas streitbar machen kannst oder dass du bei irgendetwas für dich einstehen darfst und dass du hier auch gestärkt durch diesen Monat gehst, weil hier einfach klar ist, dass du es nicht alleine bewerkstelligen musst. Und ein Konflikt bringt ja auch immer Klärung mit und es wird ja auch für dich ein Jahr der Klärung. Also eine Sache zu klären, indem man einen Konflikt austrägt.
Okay, dann haben wir für euch Schützen die Blume oder die Pflanze. Da begleitet euch das Eisenkraut durch das Jahr. Es geht darum, dass sich Seelenwünsche erfüllen. Hier haben wir ja die Segnungen, ne? Die Träume und Wünsche, die auch mit euch sprechen. Und es geht vielleicht sogar darum, dass sich irgendwie welche Kindheitsträume erfüllen können. Etwas, was du schon mal angedacht hast und es dann vielleicht bleiben lassen hast. Und es ist auch ein Jahr, wo du wieder magische Kräfte erlebst und wo du Visionen hast für deine Zukunft. Und der Engel gibt dir noch mit, das finde ich jetzt auch sehr schön, ihr habt hier den Engel der Entschlossenheit. Und das ist, ich weiß nicht, ich hatte den, glaube ich, bei irgendeiner Legung schon mal. Einfach so, dass man mit Entschlossenheit vorangeht, ohne stur oder mit Biss, sondern auch mit Gelassenheit, entschlossen, gelassen. Denn die Karte sagt, entscheide dich mit Leichtigkeit weiterzugehen und das, was ansteht, zu tun, ohne dem Ganzen mitzugeben, dass es schwierig ist oder ja, dass du nur die Schwere des Lebens hier mitträgst, und um das geht es hier. Wir nehmen noch eine Zusatzkarte für dich. Hier hast du den Hüter des Landes mit dem Thema Schutz. Und das finde ich sehr passend, denn du hast hierher auch als Thema Selbstliebe dabei und dass du in Ordnung bist, so wie du bist und was auch immer in der Vergangenheit war. Du sollst einfach wissen, dass du gut so bist, wie du bist und dass alles okay ist und dass das Außen dir nicht so wichtig sein muss, egal was da auf dich einstürmt. Es geht um die Urteile der anderen, um die Erwartungen der anderen. Und hier ist es wirklich notwendig, dass du in diesem Jahr so handelst, dass deine Energie geschützt ist und dass dir das Wohl der anderen nicht so sehr wichtig ist. Und dass du dich auch gut damit fühlst, denn egal wie, du bist für dein Wohlergehen selbstverantwortlich. Hier bist du safe, du hast Unterstützung, die Gelassenheit, aber es wird von dir auch Selbstverantwortung eben erwartet. Und du sollst dich sicher fühlen, auf Gottes Erdboden geschützt und auch spüren, dass du verbunden bist. Und du hast hier die Möglichkeit, noch dich in große Höhen aufzuschwingen. Ihr lieben Schützen, ich wünsche euch ein wunderbares Jahr. Danke für euer Zusehen. Ich drücke euch und bis bald.